Servus. Servus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Hast du gedacht, ziehst du auch mal schnell die Brille auf? Ist persönlicher, oder? Genau. Wir sind hier, um für den YPC Bank zu trainieren. Eine kleine Ernüchterung am Morgen. Wir haben zu Wettkampfzeiten, wollten wir anfangen, 8 Uhr. Aber Saisonbeginn, Spot natürlich schon voll. Noch schlimmer, Herbert, der in meiner Gruppe fischt, zur gleichen Zeit in der gleichen Zone, war auch schon hier. Ja, wir geben Gas, mal gucken. Wir probieren in der Zone heute alle 3 Fischarten zu fangen. Und das wird erstmal das Ziel. Let's go. Go. Aber jetzt erstmal zu einem anderen Spot, oder? Hier ist zu viel los. Ja. Ciao. Ja, das war ein sehr kurzer Ausflug an unseren ersten Spot. War leider sehr voll. Na gut, Saisoneröffnung ist natürlich ärgerlich, weil im Wettkampf wird es auch sein, dass unser erster Wettkampftag ein Feiertag ist in Holland und in Deutschland. Da wird er bestimmt auch voll sein. Man muss echt überlegen, was man macht, da das Turnier auch sehr spät beginnt. 8 Uhr sind natürlich alle Spots auch besetzt. Naja, jetzt Zielfisch wechseln. Eben wollten wir Zander, jetzt geht es auf Hecht. Ein Spot, den wir aus dem Winter kennen. Ob der gut ist, wird sich jetzt zeigen. So, nächster Spot. Jetzt geht's aufs Hecht. Mal schauen, dass wir uns überall einen Stahl dran machen. Und dann hoffentlich den ersten Fisch der Saison fangen. I hate it. Die sind richtig am Arsch. Zu viele Routen. Jetzt geht's auf Hecht. Nicht so sexy mit dem dicken Fluo hier, aber ich habe leider kein Niti vorbereitet. Nicht besonders gut vorbereitet in die neue Saison hier gestartet. Schnell auf Stahl, Niti-Vorfach von Stoff vormachen. Und dann geht's los. Eine Brücke. Eine Brücke. Es ist gut, dass wir hier trainieren, weil nicht jeder Spot, der im Winter funktioniert, funktioniert auch im Sommer. Ja, mal gucken. Ich mache gleich ein Twitch-Feld noch ran. Mal sehen, was da noch geht. Ganz schön verdrecktes Gewässer hier. Hatte ich so nicht in Erinnerung. Aber wir waren auch im Winter hier. So, nächster Spot. Ein Spot, an dem ich selbst noch nicht war. Finde ich immer ganz gut. Ich hoffe, da sind nicht wieder Angler, weil heute ist echt viel voll. Wo zur Hölle hat Bart uns hierher geführt? Ich sehe nicht mal mehr Wasser, wir sind einfach nur mitten im Wald. Unglaublich. Ja, irgendwie kommen wir hier doch hin. Das ist schon mal okay. Aber ey, aua! Ich brauche auf jeden Fall andere Hosen. Oh, da war ein großer Fisch. Schon mal an der Oberfläche. Vielleicht ein Rapfen. Topwater-Punkte. Rapfen! Wir haben den Dschungel hinter uns gelassen und sind endlich am Wasser angekommen. Jetzt wird irgendwas Schönes montiert und dann hoffentlich gleich ein Fisch gefangen. Ich fische gerade einen Darchik mit einer Nide, 3,5 Inch, weil Barsch, Zander hier gleichermaßen vorkommt. Und das ist halt so ein bisschen der Roundköder. Der gerade am Anfang der Saison macht er sehr viel Aktionen, springt schön von links nach rechts. Eigentlich ein geiler Köder. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Bedingungen hier nicht. Das ist mir einfach zu klar für Zander. Aber mal gucken, ob wir hier einen Barsch kriegen. So einen Dartjig fische ich auch anders als einen normalen Jig. Ich will jetzt hier wirklich richtig Power machen. Und ich fische den ein bisschen wie eine Tube. Ich lasse Slackline und schlage 3-mal ganz kräftig in die Slackline, dass er so richtig schön nach links und rechts schießt. Das ist wie bei einer Tube genau das, was du beim Dartjig haben willst. Das heißt, schön runtersinken lassen wie beim normalen Jig und dann habt ihr Slackline und in die Slackline reinschlagen. Ja? Auch nicht unbedingt an ganz straffer Schnur runtersinken lassen und die Schnur auch immer beobachten, ob da ein Biss kommt. Also wie eine Tube führe ich so einen Dartjig. Da ich aber wissen will, wie die heute reagieren, werde ich jetzt gleich mal noch 3-4 Würfe mit dem Dartjig machen. Und wenn das nicht funktioniert, nehme ich mir mal eine Craw und schleife die einfach über den Grund
Aber ich habe den Wind nicht gecheckt, weil manchmal nervt mich das nur, weil ich dann sehe, ey, scheiß Windrichtung. Ich bin vorher schon demotiviert, aber der ist so kalt. Ich habe ein bisschen Gefühl, der kommt aus Norden oder Osten. Und ihr wisst alle, was das heißt. Ja? Kommt der Wind aus Osten, Becky? Wird die Route rosten. Oh, Fisch. Guter Barsch. Oh, guter Barsch. Oder ein Zander. Zander, schöner Zander. Nee, Hecht. Ach, scheiße. Oh. So, der Spot hat leider nur eine Hechtattacke gebracht. Schauen wir mal weiter. Wir haben noch einige Spots auf dem Zettel. Jetzt heißt Stück für Stück die Spots abarbeiten und hoffentlich irgendwo Fische finden. So, kurze Zander-Spot. Mal gucken, was geht. Becky, are you ready? Ja, haben Predator montiert. Ja, ich ein Venom. Mal gucken, dass wir beide ein bisschen anderes Laufmuster haben. Gucken, was besser geht. 14 Gramm. Kann sein, dass es ein bisschen schwer ist hier. Du fischst 12, ne? Ja. Sonst muss ich gleich wechseln. Direkt am Wehr, hier ballert es richtig das Wasser runter. Wir fischen beide aktuell noch ein bisschen zu leicht. Wir montieren vielleicht gleich mal ein bisschen schwereren Kopf. Aber sieht krass aus, der Spot. Also ich bin mir sicher, hier steht Zander. Ich habe einen normalen Jig gefischt. Ich werde jetzt das Laufmuster ändern, werde einen Dart-Jig nehmen. Mal sehen, ob das funktioniert. Einfach zu viel Zeug, wie immer. Danach werde ich auch noch mal ein Chatterbait da probieren, ein Crankbait. Da müssen auch Zander stehen. Ganz viel Sauerstoff. Sieht echt gut aus. Ja, mal gucken. So, ich habe auch den Köder gewechselt. Ich habe mir einen Lipless Crank montiert. Und den versuche ich jetzt mal am Grund durch die Strömung zu ziehen. Hoffentlich ist das der Weg zum Erfolg und zum ersten Fisch der Saison für mich. Ich habe einen Hänger. Ich habe hier so einen richtig unglücklichen Hänger. Ich hänge hier in irgendeinem Gewebe drin. Ich sehe meinen Köder und komme aber nicht hin. Oh, ich kriege ihn nicht raus. Oh, jetzt habe ich ihn. Im ersten Moment habe ich ganz kurz gedacht, das wäre ein Fisch. Just had a bite. I think it was a perch. It was not a distinctive center bite, but I didn't get it. I'm changing to a dart jig head with the needle to fish it more aggressively. Ich will noch mal gucken, jetzt hier noch mal was anderes zu machen. Entweder ein Chatterbait oder was ganz Großes fischen. Irgendwie müssen wir doch hier was ans Band kriegen. Ich bin mir sicher, dass die Zander hier stehen. So, während das dann noch fleißig am Köder wechseln ist und alles ausprobiert, um hier irgendwie einen Zander rauszukitzeln, genehmige ich mir jetzt erstmal eine kurze Pause. Wie immer Salat. Wir sind geswitcht vom Garnelensalat auf den Nudelsalat. Auch sehr geil. So, danach geht's weiter, denn ohne Mampf kein Kampf. So kann es manchmal sein, ne? Also ich kenne den Spot, ich weiß, die sind gute Zander. Deswegen haben wir echt alles probiert. Wir haben jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde geangelt. Richtig große Köder auf Zander, kleine Köder, Dart-Jigs, Twitchbaits, Crankbaits, Chatterbait. Eigentlich das ganze Repertoire, aber es wollte nichts beißen. Deswegen geht es jetzt zum nächsten Spot. Blende. Auf dem Weg zum nächsten Spot lag noch ein Spot hier auf dem Weg.
Und hier das sind schon mal, was hast du hier schon mal gefangen, das denn? Meter 1. Meter 1? Meter 1, Quatsch, Meter Fisch verloren. Aber Oh, Meter Fisch verloren. Flober war dabei. Ach so, ja, und euch alle YPC-Gucker dürften Kollege Schnürschuder auch kennen. Dirk, hallo. Ost, richtige Unterstützung hier heute. Der Spot ist hier eigentlich ziemlich gut, wenn viel Sonne ist, weil wir hier eine richtig lange Brücke haben. Und man kann, eigentlich ist hier mehr Strömung drauf, den Kunstköder, den auftreibenden Wobbler, gut runter treiben lassen. Allerdings ist der Druck ein bisschen wenig und es dauert ewig, bis der Köder drunter ist. Deswegen, ja, mal gucken, ob das wirklich so gut ist. Ich mache mal 1, 2 Driften quasi und dann entscheiden wir, ob wir hier bleiben oder abhauen. Ich habe hier keinen Bock, lass abhauen, oder? Das bringt nichts. Boah, guck mal. Bis jetzt war ja eine Nullnummer. Aber bei mir ist immer so, wenn Training scheiße, Turnier gut. Ich hoffe, das ist jetzt auch so. So, ich fange ein bisschen kleiner an. Mit einem 3,5 Inch Predator. Ausgestattet am 10 Gramm Kopf. Und hoffentlich geht darauf ein Barsch. 10,05. Immer eine Allzweckwaffe. Das sieht doch gut aus. So, der Dirk als alter Uferspezialist hat uns hier an den Spot geführt, welchen wir auch noch nicht kannten. Wir haben ein bisschen unterhalb und oberhalb schon gefischt, aber genau hier noch nicht. Und er meint, hier wäre es richtig gut für Barsch. Ist ja echt schon sehr zäh heute. Ich hatte noch nicht mal Anfass oder irgendwas. Dustin hatte den einen Hechtkontakt, Bart den Zander. Aber wir sind jetzt auch schon einige Stunden hier unterwegs. Könnte besser laufen. Wie eben schon erwähnt, bei uns läuft das Training immer scheiße, dafür der Wettkampf meistens gut. Ihr seht ja, es läuft jetzt im Training total schlecht. Hoffen wir auf übermorgen. Da ist nämlich der erste Wettkampftag. Oh, fetter Barsch! Ui, ui, ui. Oh. 45 plus Nachläufer. Ja, Barsch. Boah, da hatte ich tatsächlich jetzt doch mal einen schönen Nachläufer von einem echt großen Barsch. Schade. Ich habe mir meinen Saisonstart tatsächlich anders vorgestellt. Season Opening. So, wir haben uns noch mehr holländische Verstärkung geholt. Der liebe Alec ist mit am Start. Und jetzt fangen wir hoffentlich ein paar Barsche. Guten Tag. I used to fish here when I was younger. My first big perch came from this water. But it's been a long time ago that I've been here. But it's nice and clear. Bart just saw a few big perch in the shallows. So there's fish. You need to find them now. So, jetzt am neuen Spot angekommen. Wir haben uns noch mehr Verstärkung geholt. Jetzt ist Alec mit am Start. Dirk ist gegangen. Und ich probiere mich jetzt hier mal wild durch meine Köderkiste. Als nächstes probiere ich einen 50 mm Crank. Vielleicht bringt der endlich den Barsch. Es ist echt ein unglaublich zäher Angeltag. Aber ihr wisst, wie es ist. Es kann sich jederzeit ändern. Schauen wir mal. Ja!
Thanks for landing it, my friend. Mad Max. Wow. Mein erster Fisch heute kurz vor dem Ufer gebissen, bam, raufgeknallt, war super geil. Ich würde sagen, zwischen 75 und 80 gute Punkte im Turnier. Let's get it back to the water. Richtig schön. Richtig schön. Nice, man. Right, nice. Thanks for taking care of the fish. No problem. Thank you for letting me touch your... Can I tell you something? It was the first fish for me today. You really? No, I had I lost a pike in front of my feet. I had a big perch follower, 45 plus, but it was my first fish today. That's the magic of this water, man. It's the magic of you being around. Okay, Bart hat hier wohl gerade große Barsche gesehen, deswegen schleichen wir uns hier mal an. Ich hoffe, es waren wirklich Barsche und keine Brassen. Aber er ist sich sehr sicher und ich traue ihm zu, Barsche zu erkennen. Ganz langsam. Jo, das knarrt. Hast du schon mal so eine Reaktion gesehen, Bro? Ja, hast du gesehen, wie schnell ich war, Alter? Wie eine Katze. Gazelle, Katze vereint. Und brave like ein Tiger, Alter. Oh, big perch! Big perch coming! Oh, don't move, don't move. Oh. Unglaublich, jetzt waren wir hier bestimmt 10 Minuten auf dem Steg gestanden und sind rumgelaufen. Und auf einmal kommt unterm Steg her so ein großer Barsch rausgeschwommen. Hey, it was a big perch. Ach, von wo kam der denn? For the competition it would be really nice. Dortmund verloren, Meisterschaft verloren. Ah, ich bin echt traurig. Einen fetten Barsch eben fast fangen können. Aber Alec, our man, you will bring us to the next spot. I already brought you to a really big fish. Yeah. It was not really big, but would have been good for the competition. Let's see what we can do. So ein neuer Spot, überlagert von Deutschen, ungelogen. Aber sieht man, das Land erfreut sich einer großen Beliebtheit bei uns. Und wie schon oft erwähnt, Saisonstart heute, langes Wochenende. Holy shit. Oh, er hat einen Fisch. Ah, fuck. Dieser Spot war wieder nix. Letzter Platzwechsel für heute. Drückt uns die Daumen, dass noch ein Fisch kommt. Aber ihr seht, auch in Holland springen einen die Fische nicht ins Boot oder ans Ufer oder in die Hand. Naja, mal gucken, was da noch geht. Ich hatte gerade einen Biss auf den Mad Max. Mal gucken, Wett lässt gleich noch mal ein Crankbait probieren. Da noch mal ein bisschen jiggen. Irgendwas wird schon noch gehen. Optimistisch bleiben. Hey! Hey. So, lala, am letzten Spot angekommen. Der muss es jetzt richten. Sonst war das echt eine Mauernummer heute. Ich wechsle jetzt nochmal hier auf den Crank und mache da auch nochmal ein Twitchbait, einfach um was anderes als die Jungs zu machen. Die angeln nämlich mit Chad. Und ja, mal gucken. Eigentlich, ja, Abendstund hat Gold im Mund, dämmert's, hämmert's. I'm dead right now. My brain is so slow. It has been silent now for 2 months with the close season and I haven't done anything. So my brain is just off. I need to get active, I need to catch a zander. Maybe it will happen on this spot. Was eine schreckliche Saisoneröffnung für mich. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber egal, ich ziehe bis zum Ende durch. Jeder Wurf kann es noch ändern, aber allzu viel Hoffnung habe ich leider nicht mehr. Big one? Oh, it's small one. That's nice. Finally fish.
Kleine Zander, ja? Kleine Zander. But nice. Yeah. On a small lure, small venom, right? Yeah, small venom. It's also, is it size? Yeah, right? It has more than 42. Yeah. It's 50. Something like that. The small venom. Very nice. Small little zander. Finally fish, took a long time. Put it back quickly. Hopefully we catch another one. It's been tough so far. Bye-bye. Good Nice. job, Alec. Fish again. Now it's Dustin's or Felix's turn, I think. Hey, vor allem ist es so, dass es nicht abgeht, das ist ein Seil. Ich merke das richtig. Ach, wie geil ist das denn? Uferangeln, ich liebe Uferangeln. The current looks super nice, so hopefully there's a fish. One nice fish. We have 3 rods in the water, so it should be possible. Let's see. So, das war der letzte Wurf und zwar wirklich der letzte Wurf für heute. War ultra zäh, aber ihr wisst alle, wenn die Generalprobe schief läuft, dann ist bei der Vorführung gut. Ja, deshalb habe ich ein gutes Gefühl für dich. Immer wenn das Training schlecht läuft, läuft es im Turnier besser. Ja. Ja, wir hatten viel Unterstützung, Alec, wir hatten den Dirk dabei, wir hatten Bart dabei, hat alles nichts gebracht, war echt scheiße heute. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und wir sehen uns schon bald wieder. Liken, kommentieren, abonnieren, wie immer, haut rein.